place to stay. So you want to learn to live off the land? Just give me your hand, your mind, mind your body. If you want to know the secrets of growth, close your eyes, open your third and stroke my ego. Hallo meine Freunde, willkommen zurück in unserem Blütewoche 5 Update. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie sich unsere Pflanzen seit der letzten Woche entwickelt haben. Wir sind auch mitten in der kritischen Phase der Blüte und die Pflanzen zeigen sich im Moment wirklich von ihrer besten Seite, oder was meint ihr, Leute? Heute gehen wir auf alles ein, was in Blütewoche 5 wichtig ist, inklusive der Pflege unserer Pflanzen, und wir werden mal gucken, wie das mit den Trichomen aussieht, ob wir hier schon Trichome sehen. Also Leute, bleibt dran, das wird gut. Die Blüten sind inzwischen deutlich dicker und das kommt natürlich nicht ohne Risiko. Aufgrund der fetten Kolben, die wir hier haben, müssen wir uns Gedanken über die Luftfeuchtigkeit machen, weil wir wollen auf gar keinen Fall Schimmel haben. Und gerade die Blueberry, die ihr hier jetzt gerade seht im Bild, die hat wirklich schon ein paar richtig fette Kolben. Die Skunk hängt ein bisschen hinterher, es liegt vielleicht auch ein bisschen an ihren Sativa-Gen, aber ich finde auch hier kann man sehen, dass die Buds langsam richtig schön groß und lang werden. Einige von denen haben fast schon Bananenlänge. Das sieht insgesamt schon ziemlich gut aus. Und Thema Luftfeuchtigkeit. Ja, wir haben alles im Griff hier, 54%. Bei 26 Grad ist jetzt gerade ein bisschen feuchter. Ich bin normalerweise um die 50 und auch eher Richtung 25, aber Lüfter und Abluft sind gerade aus, damit ihr mich besser versteht. Sonst wird das hier auch einfach zu lang. So, wir gehen mal ein bisschen dichter ran an die Lümmel, damit wir uns die Trichome mal angucken können. Hier haben wir die Skunk. Ich hoffe, das seht ihr auf dem Video gut, aber der Trichombesatz geht jetzt auch überall an den Sugar Leaves los. Und insgesamt sieht das nach einer reichen Ernte aus. Fahren wir rüber auf die Blueberry. Ich finde insgesamt vom Harzbesatz, ja, kann man hier sehr schön sehen, ja, ist die Blueberry natürlich schon deutlich weiter. Und ich bin gespannt, was das noch wird. Machen wir eine Geruchsprobe hier für euch. Ja, also nach wie vor finde ich nicht, dass da irgendwas nach Blaubeere riecht. Hat den Strain schon mal einer von euch gegrowt? Wenn ja, sagt mir doch mal bitte, ob der bei euch nach Blaubeere gerochen hat, als ihr den gegrowt habt, oder erst danach, oder ob der überhaupt nach Blaubeere gerochen hat. Vielleicht liegt es ja an meinem Strain. Das riechen wir mal an der Skunky hier. Ja, das ist schon ein anderer Schnack, ne? Also, die riecht genau, wie man sich eine Skunk vorstellt. Hat ein leicht fruchtig-zitroniges Aroma, was da noch mitschwingt. Und insgesamt, finde ich, sieht das doch ganz gut aus für Blütewoche 5, Jungs. Oder was meint ihr? Kann man so machen, oder? Und ja, wo wir gerade bei Blütenbildung und Entwicklung sind, guck mal hier. Unser Gast, die Lila Luzi, unsere Chili, fängt jetzt auch an zu blühen. Danke mal nochmal für den Tipp, dass ich die manuell bestäuben muss, weil hier fehlen natürlich die Bestäuber im Zelt. Und da muss ich vermutlich nochmal mit dem Pinsel ran. Aber ich bin sehr froh, dass sie jetzt langsam auch anfängt zu blühen. Und wie ihr seht, habe ich auch Lila Luzi ein kleines Stresstraining unterzogen, was sie ganz gut vertragen hat. Aber kommen wir zurück zu den Stars der Show hier. In Woche 5 werden die Blüten immer dicker und harziger. Besonders wichtig ist es jetzt, die Pflanzen regelmäßig zu inspizieren und sicherzustellen, dass sie gesund bleiben. Ich finde, das sieht hier soweit ganz gut aus bei uns. Die Trichome werden auch zunehmend milchig in dieser Phase. Ich habe schon mal angeguckt, gerade auf den zentralen Buds geht das jetzt los. Außen noch nicht so ganz. Aber alles in allem muss man sagen, die Trichome fangen an, milchig zu werden. Bernsteinfarben habe ich noch nicht entdeckt, ist auch noch ein bisschen früh dafür. Aber das sollte auch bald losgehen bei dem einen oder anderen Buds. Außerdem entfernen wir in dieser Phase keine Blätter mehr, kein Ausdünnen, nichts mehr, außer solche
alten Blätter, wo man schon sieht, da geht die Chlorose los. Das ist ein Blatt, was die Pflanze bald abschmeißt. Das könnte man abmachen. Aber ich lasse es jetzt einfach mal dran für die schöne Farbe. Ne? Aber ihr versteht schon, sowas hier würde ich normalerweise abnehmen. Den Rest lasse ich stehen, weil je mehr du wegnimmst, umso weniger Photosynthese kann die Pflanzen machen. Und ja, umso weniger haben wir auch dicke Buds hier. Ne? Das wollen wir natürlich vermeiden. Und speziell, seit ich den Luftentfeuchter habe, sehe ich auch gar keinen Grund mehr, die Pflanzen groß zu entblättern. Ich hatte die ja eigentlich entblättert, um sicher zu gehen, dass wir hier keinen Schimmel bekommen. Aber bei um die 55% mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Das ist auch ein Thema, was ihr überprüfen solltet, wenn ihr keinen Luftentfeuchter habt. Immer mal gucken, ob ihr an den dicken, fetten Buds so etwas Graues findet. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die Dinger schimmeln. Die fühlen sich dann auch richtig matschig und nass an. Wenn ihr sowas habt, dann habt ihr ein Problem. Das wollt ihr nach Möglichkeit nicht. Und ja, meine Lösung war ein Luftentfeuchter. Wer sich auch für einen interessiert, Link gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Teil und war auch nicht. Ja, und auch an unserem Gießschema hat sich nichts geändert. Wir gießen nach wie vor mit pH-justiertem Wasser 6,5. Für die Leute von euch, die neu dabei sind, wir fahren hier mal unten rein in die Pflanzen. Kann das vielleicht sehen, das ist eine Living Soil, ja, mit Klee von Couple of Plants. Kuss geht raus an die Leute von Couple of Plants. Super Erde, kann ich weiterempfehlen. Aber das Thema bei Living Soil ist ja, du brauchst nicht düngen. Das kann ich soweit bestätigen. Diese Erde von Couple of Plants, die braucht bis jetzt definitiv keinen Dünger. Und ich habe bisher nur pH-justiertes Wasser reingegeben, 6,5. Und letzte Woche habe ich einmal Kalmak gegeben, weil ich da hinten an der Blueberry so leichte Verfärbung habe. Da hatte ich erst gedacht, das könnte ein Calcium-Magnesium-Mangel sein. Sieht man vielleicht hier auf der rechten Pflanze die der Gimbal will nicht. Die Blattspitzen hier, ne, die sind so ein bisschen gelb geworden. Das ist aber wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten haben wir hier mängeltechnisch überhaupt keine Probleme. Die Pflanzen sehen sehr, sehr vital und gesund aus. Ja, Licht, für die, die es interessiert, Mars Hydro FC 1500 Evo, ist also eine 150 Watt Lampe. Ja, das könnt ihr erwarten, wenn ihr 2 Cannabispflanzen mit 150 Watt Licht beleuchtet in Blütewoche 5. Sind noch ein paar Wochen hin, also die werden noch ein bisschen anschwellen, die Buds, aber für einen Selbstversorger reichen 150 Watt vollkommen aus. Damit kannst du wahrscheinlich sogar einen 2- oder 3-Personen-Haushalt versorgen. Oder was meint ihr, Leute? Wie viel ernten wir hier am Ende getrocknet? Wie viel müssen wir vernichten? Schreibt das mal in die Kommentare. Außerdem läuft hier ab Woche 4 der Aktivkohlefilter von Mars Hydro auf vollen Touren. Ihr könnt auch schon sehen an der Färbung, der hat schon richtig schön Staub aus der Luft aufgefangen. Links und rechts sieht man noch so, da ist so ein Metallrahmen. Ja, das ist so ein, ja, ich möchte mal sagen, Kondom, den ihr darüber zieht. Ja, der Teil ist direkt mit dem Aktivkohlefilter verbunden. Die Teile links und rechts, da ist so ein Metallördel dran, also da geht keine Luft durch. Und ihr könnt genau sehen, hier wo der die Luft ansaugt, ist alles voller Staub. Liegt auch daran, dass die Box hier bei mir im Schlafzimmer steht. Da hängt jede Menge Wäsche im Kleiderschrank und wenn man den auf und zu macht, dann fliegen hier natürlich die Fussel rum und das ist, wie es ist. Aber worauf ich hinaus wollte ist, das Teil läuft seit Woche 4 auf 100%, weil das hier drin so stinkt, dass ihr euch das nicht vorstellen könnt. Speziell die Skunky hier, die macht ihrem Namen alle Ehre. Aber auch die Blueberry verströmt einen stechend zitronigen Duft. Und ich habe sehr, sehr geruchsempfindliche Nachbarn. Dementsprechend habe ich hier einen Aktivkohlefilter drin. Vielen Dank nochmal an den Dude, der den Kommentar gedroppt hat, dass man sowas nicht braucht. Ja, das weiß ich, das stimmt schon. Aber wie gesagt, wenn du Nachbarn hast, die nicht so erpicht darüber sind, dass du jetzt Cannabispflanze in deinem Haus hast und das ganze Treppenhaus stinken soll, dann gönn dir doch die 50 € für einen Aktivkohlefilter. Ist jetzt nicht so viel Geld und der leistet auch eine gute Hilfe, wenn du in deiner Box hinterher trocknen willst, weil du kannst den laufen lassen, der zieht die
Luft von unten in deine Box rein. Du hast immer Luftzirkulation, die geht oben wieder raus. Ne? Weißt, wie ich meine. Und ja, außerdem sorgt er dafür, dass es nicht so stinkt beim Trocknen. Also ich würde so ein Ding immer in meine Box hängen, auch wenn das gesetzesmäßig natürlich nicht notwendig ist. Insgesamt finde ich, ist das jetzt hier auch die schönste Phase für den Grower, weil hier sieht er die Früchte seiner Arbeit gerade so in den Blütenwochen 5 bis ja, zum Ende hin, je nachdem, was ihr für ein Strain zieht, ne? Freut man sich doch immer, wenn man ins Zelt kommt. Die Buds werden immer dichter, es riecht süßfruchtig aus dem Zelt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gehypt. Wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns. Dutch Passion sagt 9 Wochen für beide Strains. Ich gucke mir das mal an, wie die Trichome sich entwickeln. Aber ich würde schätzen 9 bis 10 Wochen. Blüte brauchen die auf jeden Fall. Naja, wir gucken mal, wie es weitergeht. So Leute, habt ihr noch Tipps für die Blütenpflege? Was macht ihr so? Was sind eure Arbeiten, die ihr in Blütewoche 5 ausführt? Ich versuche ja so wenig wie möglich zu machen, außer Gießen natürlich. Und mal gucken, ob man irgendwo Schimmel oder sowas sieht. Aber wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt für mich, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Da würde ich mich drüber freuen. Das hier ist wie gesagt ein Amateur-Grow. Das ist der zweite Grow insgesamt von mir. Wenn du dich dafür interessierst, wie der erste Grow lief. Ich habe eine Playlist in meinem Kanal, schau da gerne mal rein, die werde ich dir jetzt hier auch verlinken. Und ja, ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, drop die gerne in die Kommentare. Über ein Like und ein Abo würde ich mich riesig freuen und auch unsere beiden Mädels hier. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, ob wir das hier erfolgreich zu Ende führen und was da denn am Ende bei rauskommt, wenn wir fertig sind, da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Dann musst du auch nächste Woche einschalten, wenn wir in unser Blütewoche 6 Update gehen und ich euch wieder update. Also meine Lieben, bis dann, wir sehen uns, euer Buberts Brudi.